Hallo Welt, hier ist Frank Conner und Western. PT Trains ist mit neuen Containermodellen auf Grundlage eines sehr speziellen Vorbilds am Start. Und die schauen wir uns heute genauer an. Die Container sind speziell auf den Transport von Tonerde optimiert, werden aber auch für Müll, speziell von sogenannten Inhaltsstoffen, also mineralische, nicht brennbare Abfälle, eingesetzt. Hauptsächlich anzutreffen sind diese in der Heimat von Aigner Dinazzano Po in Norditalien, in der Emilia-Romagna, bekannt nicht nur durch PS-starke Boliden mit dem springenden Pferd im Logo, sondern auch durch ihre Ton- und Keramikkunst. Mit Leistungen der Schweizer Widmer Rail Services WRS kommen die Container aber auch den Rhein hinab, beispielsweise auf dem wöchentlich zwischen Dinazzano und Neuwied verkehrenden Tonerdezug. Die Toncontainer von PT Trains kommen alle im Doppelpack und in der von PT Trains mittlerweile bekannten Verpackung, die fast vollständig auf Plastik verzichtet. Unten drunter liegt noch eine Anleitung und es sind auch 2 Tütchen drin mit einer Kette. Die muss nämlich hinten angebracht werden und da sie optional vor oder hinter den Verschlussriegeln laufen kann, ist sie werkseitig nicht montiert. An der Tür ist auch ein Loch drin für die Kette. Die Container erinnern so ein bisschen an meine australischen Coil-Container, auch hier mit den 2 Einschüben für einen Gabelstapler. Aber es wird, wie gesagt, darin Ton befördert und es gibt 2 Varianten, einmal mit Ladeluke auf dem Dach und einmal ohne diese. Natürlich haben auch diese Container, wie man es von PT Trains kennt, zu öffnende Türen. Diese hier haben darüber hinaus bei den Containern, die mit Ladeluken ausgestattet sind, auch noch zu öffnende Ladeluken. Das ist schon unglaublich fein und filigran in diesem Maßstab. Und es ist faszinierend, dass das möglich ist. Zumal man den Deckel wirklich hier wieder festklipsen kann und der wackelt dann auch nicht rum oder klackert oder macht sonst was, sondern der ist dann auch wirklich wieder fest und zu und man kann ihn, wenn man möchte, wieder öffnen. Die Wagen sind sehr sauber bedruckt, auch kleinste Anschriften sind problemlos lesbar. An der Türseite sind natürlich die Verriegelungen einzeln angesetzt, die Türgummis extra aufgedruckt. Auch auf dem Dach finden sich zahlreiche Drucke. Das Highlight sind natürlich ganz klar die zu öffnenden Ladeluken auf dem Dach bei einigen Containern mit der kompletten Mechanik, wie sie auch im Original vorhanden ist. Und nicht nur die ist einzeln angesetzt, sondern am Ende der Container an der Stirnseite befinden sich auch noch einzeln eingesetzte Lüftungsklappen. Und ja, ich weiß, der eine Container sitzt nicht sauber auf dem Klappriegel. Da werde ich mit dem zuständigen Wagenmeister nochmal das Gespräch suchen müssen. Der Zug hätte so natürlich nie abfahren dürfen. Der Branchenprimus kleckert nicht, er klotzt. Nicht nur wurde das Vorbild mal wieder bis ins letzte Detail überzeugend umgesetzt, mit einer tadellosen Lackierung und vollständigen Bedruckung versehen, mit den zu öffnenden Luken auf dem Dach legt PT Trains einfach nochmal eine Schippe drauf auf ihre Hightech-Modelle. Es gibt sie noch, die guten Dinge, war mal der Marketingspruch von Manufaktum, den Typen, von denen auch die Container hier hinter mir sind, trifft aber auch auf diese zu. Zur Wahrheit gehört aber auch, die guten Dinge kosten ein bisschen mehr.
Ohne Dachluken kommt das Zweierset auf einen UVP von 43 Euro mit auf 45. Je nach Händler bekommt man die aber beide schon für unter 40 Euro. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass fast 20 Euro für einen Container viel zu teuer ist. Aber ich gebe die gerne aus, weil ich weiß, dass hier mit einer Detailversessenheit gearbeitet wird, die sonst maximal noch vom Kombimodell an den Tag gelegt wird, statt für die Hälfte ein lieblos bedrücktes Stück Plastikschrott von Schlüter in den Händen zu halten. Nach dem ganzen Müll, den ich zuletzt in seinen Containern in den Händen hatte, ist das nämlich endlich mal wieder ein echtes Highlight eines darüber hinaus interessanten Vorbilds. So kann es gerne weitergehen, allein mir fehlt der Glaube.